Ihr sucht ein maximal verspieltes und spaßiges E-Mountainbike? Dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ich sitze hier mit dem Pivot Shuttle SLAM oder wie die Amis gerne sagen, dem Shuttle Slam. Das Bike soll maximalen Trailspaß garantieren und zwar für einen breiten Einsatzbereich von Trail bis Enduro. Alle Infos zum neuen Light EMTB von Pivot gibt's genau jetzt in diesem Video. Aber Achtung, es wird exklusiv. Die Amerikaner von Pivot haben schon lange ein Light EMTB im Programm, das Shuttle SL. Das war eines der ersten E-Mountainbikes mit dem Fazur Ride 60 Motor. Dieses Bike hier, das Shuttle SLAM, setzt sich ziemlich deutlich von seinem kleinen Bruder ab. Mehr Federweg und ein komplett anderes Motorsystem. Los geht's wie gewohnt mit den Fakten. Der Rahmen des Shuttle Slam liefert 150 mm Federweg im Heck. An der Gabel sind es 160 mm. Dazu kommen 29er Laufräder vorne wie hinten. Wer möchte, kann allerdings auch auf ein kleines 27,5er Hinterrad umbauen und dadurch noch mehr Wendigkeit rausholen. Damit sich die Geometrie dabei nicht drastisch ändert, gibt es diesen Flipchip am Hinterbau. Der Vollcarbonrahmen setzt natürlich auf das patentierte DW-Link Hinterbausystem mit einem virtuellen Drehpunkt. Das hat uns schon an vielen Pivot EMTBs begeistert. Unser Testbike, ein Shuttle SLAM Pro, wiegt 19,6 Kilo in Größe L. Das Topmodell fällt nochmal eine Nummer leichter aus, mit Carbonlaufrädern und noch exklusiveren Parts. Das ist alles in allem kein Rekordgewicht, aber im Vergleich zum Vollpower EMTB Shuttle AM von Pivot ein spürbarer Unterschied von rund 3 Kilo. Ausstattungsseitig setzt Pivot auf einen guten Kompromiss aus Funktion und Gewicht. Vorne federt die Fox 36 an unserem Testbike mit der starken Grip X2 Kartusche im Factory-Modell und Float X Factory Dämpfer. Die Maxxis-Reifen kommen mit Exo Plus Karkasse und der härteren Max Terra Gummimischung. Da könnt ihr mit robusteren Seitenwänden und weicherem Gummi noch einiges an Trailstärke rausholen. Bei den Bremsen kommen die neuen SRAM Motive zum Einsatz. Pivot verzichtet also auf die ganz bissigen Enduro-Stopper Maven. Kommen wir zum Herzstück, wie man am EMTB gerne sagt. Wobei, bei diesem EMTB ist der E-Antrieb definitiv nicht das Entscheidende. Das Shuttle Slam kommt mit Bosch Performance SX. Wie bei den allermeisten Bikes mit diesem Motor ist der Compact Tube 400, also der Akku mit 400 Wattstunden, fest im Unterrohr verbaut. Um die Reichweite aufzubohren, gibt es noch diesen Range Extender mit 250 Wattstunden optional. Den könnt ihr einfach aufs Unterrohr klicken. Das Bosch-System bedient ihr mit der kompakten und kabellosen Mini-Remote am Lenker. Im Oberrohr steckt die LED-Anzeige Systemcontroller. Ihr fragt euch vielleicht, warum nicht das neue Kiox 400C? Ganz einfach, das war zum Marktstart von dem Bike noch nicht lieferbar. Sobald es das neue Display aber wirklich im Handel gibt, könnt ihr es hier ganz easy nachrüsten, wenn ihr einfach mehr Infos und Fahrdaten parat haben wollt. Eine Besonderheit bei diesem Bike ist die Rahmengröße XS. Die bietet Pivot am Shuttle Slam zum ersten Mal für ein E-Bike an. Die soll ab einer Körpergröße von 1,50 Meter passen. Und das macht bei einem Bike wie diesem auch absolut Sinn. Denn von einem Light EMTB profitieren besonders kleine und leichte Fahrerinnen und Fahrer. Je leichter, desto weniger Motorpower und Akkukapazität braucht man. Außerdem fällt bei geringem Körpergewicht das leichtere Bike und agilere Handling noch stärker auf. Das XS-Bike kommt entsprechend ausschließlich mit kleinem 27,5er Hinterrad. Apropos Handling, kommen wir endlich zum Punkt, wie fährt sich das neue Pivot Shuttle Slam denn jetzt? Herausragend ist bei diesem Bike wirklich das Handling und der Trailspaß. Das Mini-Shuttle fährt sich agil und verspielt und lässt sich mit seinen kurzen Kettenstreben leicht zum Sprung oder auch in den Manual ziehen. Ein echter Spaßbringer, der sich auf Trails so richtig wohlfühlt. Gerade aktive Piloten, die mit ihrem Bike gerne spielerisch über den Trail kurven, profitieren von dem lebhaften und spritzigen Fahrverhalten. Das Bike fühlt sich auf dem Trail eher noch leichter an, als es die Daten vermuten lassen würden. Durch die hohe Front und das tiefe Tretlager steht man angenehm integriert hinter dem Cockpit und fühlt sich direkt wohl. Wir haben das Shuttle Slam eher als klassisches Trailbike, denn als Mini-Enduro erlebt. Also, Spieltrieb steht ganz klar vor stumpfem Draufhalten.
Im Uphill zeigt sich die Kehrseite des super wendigen Fahrverhaltens. Mit der hohen Front in den kurzen Kettenstreben muss man das Vorderrad im Steilen schon sehr aktiv belasten, zumal der Sitzwinkel für unseren Geschmack zu flach ausfällt. Dadurch sitzt man etwas hecklastig und verliert leichter die Kontrolle über die Front. Wer bergauf das Maximum herausholen will, kann mit dem Flipchip und der steileren Geoposition noch etwas optimieren. Noch ein paar Worte zum Motor. Der Bosch SX hat einen ganz klaren Charakter. Er reagiert super deutlich auf eure Trittfrequenz. Je schneller ihr kurbelt, desto mehr Schub setzt der Motor frei. Bei wirklich schnellem Tritt ist die Leistung viel höher als bei jedem anderen Leitmotor. Das könnt ihr aktiv nutzen, um für Stufen und Hindernisse Schwung zu holen. Allerdings, wenn der Untergrund oder auch die Steilheit des Trails es mal nicht zulässt, dass ihr schnell treten könnt, fühlt sich der SX nicht so stark an. Denn das Drehmoment fällt moderat aus, was man dann in steilen und technischen Anstiegen auch spürt. Vorteil dieses Charakters? Der Motor beschleunigt super spritzig. Wenn ihr Gas gebt und schnell kurbelt, zieht er gefühlt unendlich mit und kann immer noch eine Schippe drauflegen. Aber eben nur bei schnellem Kurbeln. Nachteil des SX? Leider klappert er beim Rollen auf dem Trail, was man im Shuttle Slam auch recht deutlich wahrnimmt. Das neue Mini-Shuttle hat noch ein paar spezielle Details am Start. Zum einen die lebenslange Garantie auf den Rahmen. Das ist schon ziemlich cool und gibt echt viel Vertrauen in das Produkt. Die Verarbeitung ist passend dazu auch extrem gut. Schaut euch zum Beispiel mal den Kettenstrebenschutz an, der hier lückenlos fast um den kompletten Hinterbau herumreicht und richtig dick und robust ausgelegt ist. Oder den neuen Ladeport. Wie viele andere Bosch-Bikes hatten die Pivot EMTBs früher den lieblosen Gummistopfen von Bosch zur Abdeckung. Der war ziemlich fummelig in der Bedienung. Der neue Port ist von Pivot selbst entwickelt und schnappt durch 4 integrierte Magneten automatisch zu. Eine Gummilippe dichtet den Stecker ab. Und noch was, Schrauber werden sich über die klassische Kabelführung mit sauberen Zugeingängen hinter dem Steuerrohr freuen. Das macht Servicearbeiten am Cockpit deutlich angenehmer. Kommen wir noch zum Punkt Exklusivität. Ich habe es vorhin schon angesprochen, ein Pivot-Bike gibt es nicht zum Schnäppchentarif. Das Shuttle SLAM geht erst bei 8.599 € los. Unser Testbike hier kostet satte 10.999 € und für das Topmodell werden 12.999 € fällig. Ich sehe jetzt schon wieder die Hate-Kommentare dazu vor mir. Ich würde sagen, bleibt einfach locker. Keiner ist gezwungen, so viel Geld für ein Mountainbike auszugeben. Und bei manchen Marken gehört das wohl einfach dazu. Ein paar Alleinstellungsmerkmale und Besonderheiten von diesem Pivot-Flitzer habe ich genannt. Den DW-Link-Hinterbau, die lebenslange Garantie, die Details und Verarbeitung zum Beispiel. Ist euch das den Preis trotzdem nicht wert? Auch gut, es gibt ja genug andere Bikes am Markt. Hauptsache, ihr habt Spaß auf dem Trail. Zum Abschluss schauen wir nochmal auf die Stärken und Schwächen des Pivot Shuttle SLAM. Damit sage ich Servus und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, gerne ein Like dalassen und unseren Kanal abonnieren. Danke euch.